Hallo und willkommen zurück. Wir sind hier wieder bei Holmes und Watson. Hallo Watson. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Das frage ich mich auch. Letztes Mal haben wir herausgefunden, dass es einige Nebengleise gibt und hier gleich beim ersten Nebengleis, da wurden Schienenstücke geklaut. Und wir haben ja noch auf der Karte zwei andere, nämlich eins bei dem Bahnhof, den wir noch nicht kennen, und eine Weiche, die zum Steinbruch scheinbar hingeht. Steinbruch und Mine. Wir gehen erstmal da oben zu der Eisenbahnweiche. Oder gehen wir hier zu dem Bahnhof? Wir gehen mal zu dem Bahnhof. Es gibt jedenfalls interessante Sachen. Gestohlene Schienenstücke, Teile einer Draisine. Prototyp versichert. Chesterfield Vorsteher unzuverlässig. Lässt sich Prototyp versichert und Prototyp mit vielen Käufern? Nee. Aktuell weiß ich noch nie, was ich da noch verwenden kann. Mal gucken. Wir sind in Doncaster. Willkommen in Doncaster. Das Warehouse. Gucken wir mal. Dürfen wir diese laut machen? Da draußen ist jemand. Watson, would you like some tea? No. Very British, Mr. Holmes. Dann gehen wir in die Waiting Hall. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Ja. Zigarettenstummel. Oder Zigarrenstummel, genauer gesagt. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder... Diesmal wird es ein Sombrero, so wie es aussieht. Das sieht doch schon mal gut aus. Was kann man bewegen? Ach, da hängt was dran. Okay. Nee, das passt so noch nie. Vielleicht so rum? Das sieht schon mal gut aus. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked.
There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Das ist interessant tatsächlich. Asche und da haben wir noch verbranntes Stück Papier. Those Chileans. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. So, gucken wir mal kurz. Nach der Ricardo sollen wir fragen. Eine verbrannte Notiz aus dem Ascher im Wartesaal des Bahnhofs von Doncaster. Man kann noch einen kleinen Teil der Notiz lesen. Daraus geht hervor, dass es einen Konflikt zwischen den Chilenen und den Mexikanern gibt. Chilenen und Mexikaner in Londoner Vororten. Dazu ein patentierter Stromerzeuger, der mehrfach verkauft wurde. Und alles rankt sich um einen verschwundenen Zug. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Wettscheine. 2 Pfund. 2 Pfund. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Ja, das war... Ich meine, 2 Pfund zur damaligen Zeit, das ist schon... A telegraph. Ja. Ist noch irgendwas? Nee, da ist nichts mehr. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Denke ich auch. Ganz in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster gibt es ein großes überflutetes Gebiet und einen alten Steinbruch. Da ist die Waiting Hall. Schauen uns mal hier drin um. Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Brief an eine Ehefrau. Nach Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abzubezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. In Liebe, Edward. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Naja,
Rechtsanwaltskanzlei aus Cornwall. In Antwort auf Ihr letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hochachtungsvoll Edward Duff. Der hat doch irgendwas. Irgendwas plant der hier, der Bahnhofsvorsteher. Irgendwas plant der hier. Das ist doch, warte mal, wenn ich auf die Karte gucke. Der ganze Steinbruch ist weg, das ist alles überflutet. Da, wo das Gleis wegging. Ich rede gleich mit dir. Ich schaue erstmal noch, ob hier was geht. Nö. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Der kann uns also nicht sonderlich viel erzählen, der olle Sack. Er ist melancholisch. Keine Amtsohr. Der hat schon Sachen versetzt. Das ist ein fehlender Knopf. Seine Frau kümmert sich auch nicht mehr drum. Er ist geschieden. Der hat schon Sachen verkauft und alles. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Echt jetzt? Wir wissen aber von keinem Telegramm von dir. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? So, Wettscheine für Pferderennen. Ja, das ist das. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Sag mal, der verbirgt doch irgendwas. The Beach Area. Das hier bezeichnet übrigens als Beach Area.
irgendwo was? Da geht das Gleis ab. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. Ist hier irgendwas? Nö. Sag mal, spinne ich oder sieht das hier aus, als wären die Schienen neu dran gesetzt worden? The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Okay, nee, doch nie. Ist also sehr alt. Und hier fehlen Schienen. The railway ends here. That is strange. Hier sind Schienen weggenommen worden. Die müssten eigentlich hier noch weitergehen. Aber der Typ steckt doch da hier irgendwie mit drin. Der schreibt doch nicht umsonst, dass er alle Schulden begleicht. Nein. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. So, das Nebengleis, Eisenbahnweiche, Küstenbereich des Sees. Ist noch nicht abgeschlossen. Was ist hier noch? Irgendwas ist hier noch. Untersuchen Sie den Küstenbereich des Sees, ist noch nicht abgeschlossen. Hier sind alte Schwellen. Hier ist aber auch nichts. Ist hier vielleicht noch irgendwo Spuren? Ne, das sind Schatten. Den Küstenbereich des Sees untersuchen. Nee. Das und das haben wir. Okay, ich darf da auch nicht hoch. Andererseits geht ja laut Map der See jetzt bis da ran zur Eisenbahnweiche. Also der geht ja jetzt nicht nur bis nach Doncaster ran, sondern der geht ja bis hinten ran. Ob der Zug irgendwo im alten Steinbruch drin liegt? Ach, da ist der Strand. Ob der Zug irgendwo im alten Steinbruch drin liegt?
Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Na, guck mal einer an. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Da war noch was. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Denke ich aber auch. Frische Spuren am Strand. Schweres Fahrzeug mit 6 Fuß 7 Zoll Spurweite. This place was abandoned fairly recently. Vor kurzem verlassen. Der See ist Observing the mittlerweile flacher. coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Der Damm ist gebrochen. Alles ist sehr abgesackt. Was haben wir denn hier? A label with the name Las Zarpas. Okay, Las Zarpas. Strand oder so ist abgeschlossen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Abzweig. Las Zarpas, eine Plakette auf Las Zarpas. Ich sollte im Archiv nachschauen. Das machen wir noch. Und dann ist ja nur noch das andere Nebengleis. Startschuss für die erste elektrische Eisenbahn. 1833. Ich weiß gerade nicht, wo Finnegan und Morte. Dorstenberg pleite. Nee, vielleicht soll ich in der Enzyklopädie gucken. Kunst und Architektur. Architekten, antike Kunst. Das werde ich hier nicht finden. Ökonomie. Technik. Las Zarpas. Die Bargen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Here it is. Irgendwas mit schweren Barken, mit schweren Booten bewegt worden, am See. Naja, wir haben ja noch
Ein Eisenbahngleis. Wasser, Wasser, überall Wasser. Ein Nebengleis haben wir noch. Und dieses Nebengleis gucken wir uns auch noch an. Ich finde nur gerade das Bild so schön. Ja, beim nächsten Mal gucken wir uns dann... An abandoned gypsy caravan. Geht auch nicht rein. Nächstes Mal schauen wir uns dann... Ne, geht wirklich nicht rein. Aha. An advertisement for lake cruises. Wie gesagt, nächstes Mal dann das letzte Nebengleis. Wir haben einiges gefunden schon. Also es ist für mich momentan am wahrscheinlichsten, dass der Doncaster-Typ zusammen mit Robertson den Betrug aufgezogen hat in Richtung wir verkaufen die Maschine mehrfach und dann lassen wir sie verschwinden und kassieren noch die Versicherungssumme. Deswegen ist ja bei Doncaster der Zug wahrscheinlich dort rein in den See und dann haben sie den geflutet. Irgendwie, dass man den Zug nicht mehr findet. Deswegen kam in Evesham der nicht mehr an. Dann wäre es Versicherungsbetrug. Ich gucke mir mal das nächste Mal nochmal zwei Dokumente an. Das habe ich gerade so im Kopf, aber das mache ich nicht mehr heute. Ich sage Likes, Abos, Kommentare, immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, der Vitus.